Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem weiteren Video zu unserem Schleppertest. Ich weiß nicht, ob ihr schon erkennen könnt, auf welchem Schlepper ich hier sitze. Er ist jedenfalls ganz schön schnell und deswegen fällt auch das Intro heute schnell aus. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Auch wenn Rahmen und Achsen des Fastrac 4220 Icon neu sind, unterscheidet sich unser aktueller Testkandidat auf den ersten Blick kaum vom 4220, den wir vor 5 Jahren im Test hatten. Unter der Haube verrichtet nach wie vor der 6,6 Liter Sechszylinder von AGCO Power seinen Dienst, jetzt allerdings mit der strengeren Abgasstufe 5. Das führt allerdings zu der spannenden Frage, wie sich der Verbrauch im Vergleich zum Vorgänger entwickelt hat. Dazu werfen wir zunächst einen Blick auf die Ergebnisse der Messungen an der Zapfwellenbremse. Hier kommen bei Nenndrehzahl von den 163 kW Motorleistung nur knapp 135 kW hinten am Stummel an. Maximal sind es bei 1800 Touren aber immerhin fast 160 kW hinten an der Zapfwelle. Das passt. Nicht zuletzt aufgrund der längeren Wege zwischen Motor, Getriebe und Achsen liegt der Dieselverbrauch allerdings nur im Mittelfeld. Dass der Fastrac bei schwererer Zugarbeit kein Sparfuchs ist, verdeutlichen auch die Ergebnisse der praxisnahen Powermix-Messungen. Bei den gemischten Arbeiten sieht es dagegen schon besser aus, sodass der Powermix-Gesamtwert mit 288 Gramm je Kilowattstunde im Mittel aller bisher getesteten Traktoren liegt. Ganz anders ist das bei Transportarbeiten. Schließlich ist der Fastrac mit seinem stufenlosen Vario-Getriebe, den trockenen Scheibenbremsen sowie 60 km/h Endgeschwindigkeit ja auch ein echter Transportprofi. Mit nur 427 und 430 Gramm je Kilowattstunde bei 40 bzw. 50 km/h fährt der Kandidat beim Transporttest des DLG-Testzentrums deshalb auch Bestwerte ein. Die eigentliche Innovation findet man bei dem Fastrac im Vergleich zum Vorgänger allerdings in der Kabine. Icon nennt JCB das neue Bedienkonzept, das uns nicht nur in Sachen Menüführung wirklich überzeugt hat. Egal ob bei den Schleppereinstellungen oder der Spurführung, hier ist alles intuitiv und logisch aufgebaut. Natürlich haben wir im Detail auch Kritik gefunden und berichten in unserem aktuellen Schleppertest auch über die Ergebnisse der Messungen von Hubkraft und Hydraulikleistung. Den Beitrag mit allen Testurteilen und den Preisen finden Sie in der Juli-Ausgabe der Profi. Bestellen Sie am besten gleich hier noch ein vergünstigtes Mini-Abo.